Mahlzeit, Freunde der leichten Unterhaltung. Wir sind wieder zurück im Let's Play Star Trek Online. Nächste Mission steht an. Wir stehen immer noch vor dem Schreibtisch des Admirals und quatschen jetzt einfach mal mit ihr. I have new missions for you. Genau. Feind der Mine. Starfleet intelligence has decoded the list of Remaner targets that you recovered from the vault. I need you to investigate one of these locations and determine why Obasek and his forces planned an attack there. The Vahar system is still technically part of the Romulan Star Empire, but Ferenghi speculators have moved in, and the Empress has done nothing to remove them. The Ferenghi have reopened the mines and are now doing business with anyone with Latinum. You will go to the Vahar system under the pretense of negotiating a possible trade agreement with the Federation. Talk to Madron, the operator of the mines. Convince him to allow you access. Find out all you can. Once we know why Obasek and the Remans are targeting these mines, then we will be able to decide how to proceed. Alles klar. I have new missions for you. Nee, hast du nicht. Nee, das machen wir auch nicht. Wir machen das da. Ich fülle mir nochmal mein Glas mit einem Getränk und ihr schaut euch in der Zeit den Ladebildschirm an. Okay, das ging schneller als erwartet. Captain die Remaner planten eine Magnesitmine in diesem Bereich anzugreifen, aber die Liste, die wir geborgen haben, enthält keine genauen Koordinaten. Ich weiß, dass wir im richtigen Bereich sind, aber alle Monde in diesem System sind bewohnt und alle Sensoren werden durch das Magnesit beeinträchtigt. Ach, unsere Sensoren. Okay. Wir müssen jeden Mond kontaktieren, um bestimmen zu können, welchen davon die Romaner tatsächlich ins Visier genommen haben. Okay. Kann ich hier nochmal irgendwie was Neues einsetzen? Offensichtlich nicht. Mondescan. You've stuck your nose in our business for the last time, Starfleet. All ships, attack! Attack! Darf ich den Mond jetzt einfach rufen, bitte? Es ist eh wahrscheinlich wieder der letzte. So wie es immer ist. Nee, kein Hydrazin-Cast. Nee. Nee. Das tut nicht Not. Ach, so langsam. This moon is private property. No solicitors, beggars, or Starfleet allowed. Sie sind hier nicht besonders gastfreundlich, oder? Das ist eine gefährliche Gegend und seit der Zerstörung von Romulus ist es noch schlimmer geworden. Es könnte schwierig werden, jemanden zu finden, der uns vertraut. Ja. Alles klar. Bin ja schon wieder weg.
beloved friends. I'm so happy to meet you. Perhaps you are in the market for some high-quality magnesite? We have the finest ore in the quadrant. On behalf of the miners and residents here, I'm more than happy to welcome you to our home. Please transport to the surface. Okay. Wie ich sagte, es ist immer der Letzte. Unfortunately, the large amounts of extremely pure magnesite ore in the core of our little world will interfere with your sensors. For safety reasons, I must insist that you use the transporter signal enhancers that I have installed at my own expense. Also, I know you Starfleet types are so fond of your away teams, but could you please restrict the number of crew you bring down to the surface? My people here aren't used to strangers, and you wouldn't want to disrupt their work, would you? Ja, beamen wir mal runter. Nehmen wir mal die Frau Flores mit. Did you need something? Ja, was machst denn du hier? Ich kenne dein Gesicht. It's a long story. After the destruction of Romulus, I joined a group of colonists looking for a new place to settle. We chose to form a new agrarian community on Veranat, a pastoral world on the edge of Romulan space. Our colony was attacked and destroyed. I managed to evade the attackers and get off-world with a small group of people. My luck ran out here, and I've been stuck ever since. Welche Arbeiten verrichten Sie? I'm a biochemist by trade. I specialize in hemocyanin, a division of hematology, working with copper-based blood. On Veranat, I handled a lot of issues related to food compatibility and local biochemistry. These days, I mostly handle minor medical issues and nutritional deficiencies for the people living here. I can't afford passage off of this moon. I've managed to stay out of debt, but I don't know how long that will last. Haben Sie von irgendwelchen seltsamen Vorgängen vor Ort erfahren? This whole mining facility is nothing but strange. That Ferenghi, Madron, rides everyone hard to make a profit. But just when it looks like things will get too bad, he turns around and does something generous. Folks have occasionally disappeared, and not by leaving on a ship. People here for weeks or months will suddenly vanish. People talk about seeing strange things, or being kept out of parts of the mine by the guards. There's something deeper in those mines. I'm sure of it. Okay. Ja, bitte, haben Sie meinen Bruder gesehen? Ich habe auch keine Lust, jetzt zu viel vorzulesen. Muss er selber lesen. My life is unimportant. It's my brother. I can't find him. Okay, sie erzählt. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Wie lange wird er schon vermisst? I last saw him 2 days ago. Madron assigned both of us to work in the upper levels of the mine. Toshin's drill bit broke, and he needed a new one. I know I should have gone with him. It's not safe to be in the mine alone. Now he's gone. Warum ist es nicht sicher, in der Mine zu sein? There's a group of people down there who treat the mine like it's their own. I don't know why Madron tolerates them, but they make life miserable for the rest of us. They steal and terrorize the weak. I once saw them dragging a woman to the lower levels, and I never saw her again. She wasn't the only one. Many people have disappeared. I thought if my brother and I kept our heads down that we would be safe, but
Maybe they took him. Murderers. Murderers. If they killed my brother, I'll kill them all. Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? If you go into the mine, watch for the silver spheres. There are creatures in the dark. Devils. They're made of stone. Nothing can hurt them, and their touch burns. I have seen them moving around in the tunnels. Anywhere you see the silver spheres, the monsters are not far away. Monster ist relativ, sind halt Hortas. Die tun eigentlich nichts. Warte. Da. Ja, wir rennen erstmal nach da hinten. Ist von der Wegführung sinnvoller. Guten Tag. Jolantu, ja, die auch. Haben Sie immer hier gelebt? Oh, my family and I have been here all our lives. It's a hard life, but it's all I know. My mother used to tell me tales of the home world. She'd talk about the plazas in Rateg or vacations she spent with her father on the shores of the Apnic Sea. And she would tell me about my father, who gave up his place in the military evacuation ship so she could live. He never knew he had a child. She would tell me these stories, and later, when she thought I was asleep, she would cry. Erzählen Sie mir von Matran. He charges us too much and pays too little. He's like everyone else in this world, out for himself. But he doesn't let us starve. And if a child needs medicine, they get it. Many here grumble and hate him, but I cannot. If I were in his position and his life was in my hands, can I say that I would act any differently than he does? Berechtigte Frage. Was können Sie mir über diese Gegend erzählen? Stay in the settlement. Don't go down into the mine. And whatever you do, don't leave this area. I do not wish you harm, stranger. And there are many dangers here. There is a group. They rule the mine. And they are dangerous. Even Madron fears them. If you avoid them, they will ignore you. And defy them, and they will turn on you. Last week, a good man died because he would not give them what they wanted. He was not the first. There are many monsters on this moon that you would be wise to avoid. Outside of the settlement, there are packs of wild animals. If you take a warrigal from its mother when it's very young, it can be tamed. If you wait too long, they are savage. The packs of wild warrigal roam the edges of our settlement. Often they prowl the refuse piles, looking for scraps of food. A pack of warrigal can kill even a strong man. And you must be careful when you are in their territory. And they are not the only monsters here. The miners tell stories about creatures made of stone who can burn you to cinders. I have not seen one of these creatures myself, but I know that many people who enter the mine do not leave it. Haben Sie hier verdächtige Gestalten gesehen? You're the first outsider I've seen in a long time. Well, there's no reason for anyone to want to come here. Okay. Dann, irgendwo da hinten war noch ein Info-Ding. Dingsi. Hier. Wir sehen hier nicht besonders häufig Fremde. Was wollen Sie? Erzählen Sie mir von Ihrem Leben hier. What can I say? We exist.
I mine because there's nothing but rocks on this forsaken planet. If I'm lucky, I dig enough ore to make my quota and Modron pays me. If he pays me, I can eat and have a warm place to sleep. If we don't make our quotas, there's nothing. Even if I do have latinum, most of it goes to Modron to pay my debts, and the rest he takes in exchange for the supplies he imports. I would leave, but I owe too much to Modron to ever earn enough to buy my passage off this place. Besides, where would I go? Ja, dann erzähl mir mal von Madran. Every morning, the first thing I do when I wake is curse that Ferenghi's name. Modron found this moon about 2 years after the destruction of the homeworld. Most of our equipment was broken or useless, the supplies were gone, and we were starving. After some negotiations, Modron had his contract and we had food. We're supposed to be working with him, but he's the only one who benefits from our labor. Modron owns the only working ship here, so no supplies come in without him. He negotiates all of the ore contracts, so most of the latinum goes into his pocket. And he sets the prices for food, medicine, and equipment. So everyone here owes him more than we can ever repay. He owns us now. I hate him for that, but I can't live without him. Bekommen Sie Unterstützung vom Reich? The Empire? What Empire? Our empire turned to dust with the loss of the homeworld. If you're rich or in the military, then maybe there's something. I hear the people in Sila's shining city and the Rator system live quite well, as long as they obey her commands. For the rest of us, there's nothing but dust and regret. Okay. Die Föderation hat Hilfe geschickt. Wir wollen allen Romulanern helfen. I have heard this, but I have not seen that it is true. Are you going to go to every Romulan on every world and hand them bread? Because that is the only way you can help all of us. The strong take from the weak. Sila and her ships are strong. The Tal Shiar is strong. Your aid goes to fill their bellies and heal their wounds, Starfleet, not mine. Okay. Ich rede mal mit dem Ferenghi. Seitdem wir haben ja noch irgendwo ein Infodings. Ne. Guten Tag. On behalf of everyone on this forsaken rock, let me be the first to welcome you to Hathara. As you can see, we don't have time for pleasantries. And I'm not sharing my Tranya stash with you. So, why don't we skip the chit-chat and get down to business? Natürlich. Ich habe gehört, dass Sie eine ausgezeichnete Quelle für Magnesit sind. Und was macht Ihre Mine besser als andere im Sektor? Unfortunately, I cannot call this mine my own. I'm just a middleman. Out of the goodness of my heart, I help the residents here pass on the products of their hard work to commercial entities such as yourself. The minuscule transaction fee and trade tariff I keep to offset my expenses is figured into the unit cost of the ore. My operation has become one of the best in the area because of the high demand for my services from both sides. I provide the best mining equipment and supplies in the sector to the miners, while my customers get competitive pricing on the ore they need. Okay. Haben Sie weitere Informationen zur Mine selbst? I don't pay much attention to that. Miners have empty carts and they return with ones filled with ore. If you're that interested, you could visit the mines themselves, but I don't recommend it. It's such a dirty, disagreeable business. And I'm convinced that breathing ore dust for too long is terrible for you. The miners who live near my quarters used to keep me up night after night with their dreadful coughing. I had to install soundproofing just to get some sleep. Are you sure you wouldn't rather look at the ore I have for sale? Danke, aber ich würde gerne zuerst mit den Bergarbeitern reden. Really? Suit yourself.
Just remember, I have an exclusive contract to export magnesite ore from this moon. If you try to cut me out of your deals, you'll regret it. Ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir ein Geschäft miteinander abwickeln. Ich komme wieder, wenn ich soweit bin. Madran wird uns keine Antworten auf unsere Fragen geben, warum die Remaner diesen Platz anvisieren, aus Angst, dass er uns vor einem möglichen Kauf vergrault. Wenn wir einige der Bewohner fragen, was hier los ist, liefern sie vielleicht mehr Informationen. Das habe ich doch schon gemacht. What can I say? Every morning, the Empire. I have heard that. Okay. Gehen wir halt nur zu den Eingekrasselten. Ja, mal hier hin. I'm sorry, I really can't talk at the moment. I have to finish a survey of the area so the miners can start work on a new mine shaft. Gibt es etwas, womit ich helfen kann? As much as I'd appreciate someone else to lug around this heavy equipment, it's all very delicate, and I'd only trust a capable scientist to help me. Wenn ich jemanden treffe, der helfen kann, sende ich ihn zu Ihnen. I can't talk to you. I can't talk to anyone. I'm on the run. And if those thugs see me talking to you, then you'll be in danger too. Gibt es etwas, womit ich helfen kann? Look at you. You're almost as scrawny as I am, and I haven't eaten in 2 days. Thanks, but I need a real fighter on my side. These guys would kill you, and I don't want your blood on my hands. Wenn ich jemanden treffe, der Ihnen helfen kann, sende ich ihn zu Ihnen. I don't have time to talk to you right now. I need to repair this drill so I can make a living. Okay, gibt es etwas, womit ich Ihnen helfen kann? Not unless you know anything about laser induction coils. You don't by any chance know anything about laser induction coils, do you? Doch, tatsächlich. If I ask Madran for a replacement laser induction coil, he'll charge me 100 times what it's worth. He's the only one who brings supplies to this planet. I remember when we had regular contact with the homeworld and my brother there would send a package of sweets for my children in every transport. Now, I can't dwell on the past. My problem is this broken drill. I have to fix it or I won't make quota. We salvage parts from old equipment and sometimes other people here will trade components. But this requires some specific components. If you think you can help me, I'll mark your map with the locations of some people who might have what we need. If I ask Madran... Teile sammeln. Alles klar. Halt. Sie sind ein Außenseiter. Warum sollte ich Ihnen trauen? Ich könnte dieses Ersatzteil jemandem geben, der es wirklich braucht. Sagen Sie mir, wie vermeiden Sie es, Ihr Bohrer abzubrechen, wenn Sie auf eine Magnesiettasche stoßen? Das ist vielleicht eine Fangfrage. Okay.
Okay, richtig. Sie scheinen sich wirklich mit dieser Ausrüstung auszukennen. Tut mir leid. Ich dachte einfach, Sie seien ein weiterer von Madrans Lakaien. Er kontrolliert jede Sekunde unseres Lebens. Ich kann ohne ihn nicht arbeiten und ich kann nicht essen, ohne die Sachen bei ihm zu kaufen. Also landen die jämmerlichen Löhne, die er zahlt, am Ende doch wieder in seiner Tasche. Ich habe ein paar Ersatzteile. Ich bin sicher, dass ich das habe, was Sie brauchen, um einen Bohrer wieder funktionstüchtig zu machen. Danke. Du hast es mir leicht gemacht. I can't pay. Okay. Ich mach nix. Hey. Wirklich jetzt? Hallo? You don't hurt me. I don't have the latinum now, but I can... Oh? Madron didn't send you here to break my kneecaps? Nein. I have a daughter in the radar system. I thought I could contact her to send me some latinum. But Madron won't let me use the subspace array. You see, I owe him some money. And I didn't make my quota last month because I was sick and... But that's life, isn't it? All you can do is try to hang on to whatever you have left. I'll give you the part you need. Take it, and I hope it solves your problem. Danke. Thank you. With these parts, I can fix this drill and get back to work. I need to make my quota today or Madron will cut my pay again. I already owe him so much latinum, I don't know how I'll ever repay it. He brings in food and supplies that we need, but the prices are so high. I remember the dark days after we lost Romulus. There were no supply shipments for months. I had to listen to my children cry because they were so hungry. I might spend the rest of my life in debt, but I have a life. To answer your question, though, I don't know what makes this mine different from any other mine. The magnesite isn't any different. Maybe there are some veins with less impurities in the lower levels of the mine. I wouldn't know. There's a group of thugs who keep everyone away from those areas. And I won't risk a beating just to satisfy my curiosity. If you want to risk checking it out, that's your business. Okay. Zurück zum Ferenghi, Mann. Entschuldigung. You want to go in the mine? Are you really interested in buying any magnesite? Or are you just here to cause trouble? Because if it's the latter, I know someplace you can start a little ruckus. There's a gang that controls the bottom levels of the mine. They won't even let me in there. Previously, I allowed them to keep their little kingdom in exchange for information. But lately, they've been more trouble than they're worth. And the intel they're feeding me is useless. Honestly, who doesn't know about the Breen invasion of the fairy space? Ich werde mir diese Information zu Herzen nehmen.
Jesus. Einfach auf mich schießen. Glaub's ja wohl. Glaub's geht los. What do you want? Ich möchte in diesen Bereich hinein. This area is restricted. Only people my friends and I like may enter. And I don't like you! Wenn Sie mich etwas besser kennenlernen, mögen Sie mich vielleicht. You don't belong here, and I'm done talking with you. Leave now, or suffer the consequences. Es war mir eine Freude, meine Zeit mit Ihnen zu verschwenden. Ich gehe trotzdem. Was? Reden Sie sich an der romulanischen Wache vorbei? Optional töten Sie die romulanische Wache. Okay. Ich möchte dahin. Und ich frage mich, ob meine Waffe dir besser gefallen würde. So, machen wir es so. Wenn Reden nicht hilft. Ich hab's versucht. Aber Captain, da ist eine Reihe von Druckplatten in diesem Bereich. Sie sind nicht sehr modern, aber die Romulaner mussten vielleicht auf veraltete Sicherheitsmaßnahmen zurückgreifen, weil die Magnetitadern in dieser Höhle Störungen auslösen. Das Problem ist, dass das Magnesit unsere Tricorder nahezu nutzlos macht. Wenn es etwas auf diesem Mond gibt, das die Remaner so sehr eliminieren wollen, dass sie Talaronwaffen benutzen wollen, dann muss es hier sein. Wir müssen herausfinden, wie man diese Druckplatten verwendet und enthüllen, was immer die Romulaner zu verbergen versuchen. Ich vermute, dass wir 2 davon aktivieren müssen, um die Tür zu öffnen. Alles klar. Da ist eine. Da ist die andere. Guck mal, dann geh du mal dahin. Tada! I give the orders here, Commander. You are out of line. With all due respect, sir, there is a difference between protecting the Empire from her enemies and provoking them. There is much here you do not understand, Janek. The Remans need to know their place. As do you. I will not forget your insubordination, Commander. The Tal Shiar
has no place for officers who cannot follow orders. I'll be in the command center. Colonel, they were civilians. Their blood is on our hands. Get used to it. There will be more. Speaking of which, why don't you clean out the brig before you become a resident there? Sympathisches Kerlchen. Beobachtet vom erbeuteten Holofeed im Raumdock der Erde. Captain Zulu hat die Versetzung an die Frontlinien im Klingonenkonflikt beantragt. Admiral Quinn wegen Herzproblemen unter medizinischer Betreuung. Abgefangene medizinische Aufzeichnungen der Sternenflotte deuten darauf hin, dass das Problem voll heilbar ist und somit nicht instrumentalisiert werden kann. Die 7. Flotte hat die neutrale Zone als Teil einer Reihe von Routinemanövern betreten. Franklin Drake führt einen ausgedehnten Einsatz im Eta Iridiani an. Das Sternenflottenkommando zieht im Konflikt mit dem wahren Weg neue Taktiken in Betracht. Der Sternenflottengeheimdienst befasst sich mit dem Anstieg der Kriegsgeschäftemacherei unabhängiger Ferenghi und Dopterianer. Alles klar. Die wissen aber Bescheid. Beobachtet von Holofeeds aus Kronos. Kanzler Jimpok sieht weiteren Herausforderungen durch Mitglieder des Hohen Rates entgegen, der dem Haus des Martok treu ergeben ist. Das Bündnis zwischen dem Haus des Martok und dem Haus des Duras ist schwach. Die Situation ist brenzlig. Ich schlage vor, wir suchen Agenten auf Kronos auf. Viele Mitglieder des kritisch angesehenen Hauses des Torque wurden vom Haus des Duras übernommen. Die Führung der KVS ist erzürnt über die Forderung des Hohen Rates zur engeren Zusammenarbeit mit dem Klingonischen Geheimdienst. Fikiri-Streitkräfte gruppieren sich in der Region unter einer neuen Führung. Melanie Dian wurde gesehen, wie sie das Haus von Drex, dem Sohn des Martok, verließ. Der Vorstoß der Gorn hinsichtlich eines Repräsentanten im Hohen Rat wurde abgewiesen. Alles klar. Der wahre Weg. Ne, kennen wir noch nicht, kommen wir noch drauf. Beobachtet vom Holofeed auf Cardassia Prime. Die Taparat stellt einen Antrag zur Finanzierung von Bauprojekten in Lacarian City an die Föderation. 47 Verluste durch eine Bombe an der Universität von Kulat. Der wahre Weg hat sich zu dem Angriff bekannt. Der Taparat erlässt ein Gesetz, demnach die kardassianische Regierung die Vermögenswerte von Personen beschlagnahmen kann und aufgrund von terroristischen Aktivitäten verurteilt wurden. Kanzlerin Marin Okanda tritt zurück. Die Sternenflotte sendet Berater nach Cardassia Prime, um die Regierung zu Sicherheitsfragen zu beraten. Kanzler Evala fordert einen Beschluss ein, der Cardassia auffordert, die Mitgliedschaft in der Föderation zu beantragen. Die Mitglieder des Beschlusses konnten eine Abstimmung bisher verhindern. Der Wirtschaftsminister erweitert die Verträge mit den Ferenghi zur Vermarktung von kardassianischen Transportschiffen und Phaserbanken. Alles klar. Hey, du bist übergeblieben? Borg-Aktivität.
Beobachtet von erfassten Holo-Aufzeichnungen im Delta-Quadranten. Widerstand ist zwecklos. Okay. Nett. Ich suche Zugangscode. Protokolle, Aktivitäten, Romulanischen Imperium. Okay. Beobachtet vom Holofeed auf Rator 3. Erhöhter Energieeinsatz im königlichen Palast weist darauf hin, dass die unteren Ebenen verwendet werden. Senator Shemek nimmt Schmiergelder entgegen und verzögert im Gegenzug den Fortschritt der zu den Handelsverträgen. Erosion-Repräsentanten treffen sich mit Romulanischer Repräsentant aus der Senatskammer entfernt. Oppositionsführer Titan wird ermordet. 3 Anhänger der Wiedervereinigung verhaftet. Agenten für Seela trafen sich mit den Führern des Warenweges in der Nähe der Badlands. Okay. Und Taudeva. Beobachtungen des Geheimdienstes im republikanischen Raum. Archäologische Aktivitäten zeigen, dass bei einer kürzlich erfolgten Ausgrabung ein Fund von unerwartet hohem Wert gemacht worden ist. Versuche, Kolonisten des vermeintlichen Molrihan gefangen zu nehmen, die sich mit dem Widerstand aus gemischten Streitkräften trafen. Sternbasis 234 der Föderation führt Verteidigungsübungen durch, weitreichende soziale Destabilisierung der marianischen Kultur im Gange. Tullianische Aktivität steht in Beziehung zu vorübergehenden Anomalien in der Nähe des Azurnebels und getarnte Posten überwachen Bau von Horchposten im Juret-System. Alles klar. I almost feel sorry for you, but I have my own neck to worry about. I'll be joining you in there soon enough. If Hakiv has his way, we all will. Weiß gar nicht, ich bin mir fast sicher, man konnte das früher auch sneaky machen. Enough! I surrender. I value my life more than the Tal Shiar's secrets. I'll tell you anything you want to know. But first you must tell me why you are here and what you want. Warum will der Remanische Widerstand diese Basis zerstören? The Remans know about this base? Impossible! Only the leadership of the Tal Shiar know we're here. The Empress herself couldn't find us. I don't believe you. But it makes no difference. This is not a military installation. We listen and record here. Nothing more. There are many targets that those Reman scum would find much more tempting. Genug von diesen Lügen. Are you sure you want to end things like this? Ja. Ouch. Viking damage detected.
Hallo. Kontrollraum, ne? Hier. How did you find this place? What else do you know? No matter. You won't be revealing anything to your superiors. It's disappointing I cannot give you a proper interrogation. But I have much to do in little time. The self-destruct sequence has begun. This base will be your tomb. Ja, das glaube ich nicht. Dann wollen wir mal. Nix wie weg. Das macht gleich ganz tolle Booms. Aber passenderweise immer erst, wenn ich draußen bin. Bums. So, das muss der kleine, bollenköpfige, langohrige Mensch mir jetzt erstmal erklären. Ja, vielleicht mit vorgehaltener Waffe. My mind! What have you done to my mind? Ich habe nichts getan. Sie haben einer Spionagezelle des Tal Shiar Schutz geboten. Tal Shiar? I'm shocked. I had no idea. I certainly wouldn't have sent you down there if you... Say, you didn't happen to find anything valuable down there, did you? Because if you did, remember, I have an exclusive contract. Lassen Sie die Lügen sein, Madran. Ich weiß, dass Sie wussten, wer und was dort unten war. And what's it to you? This is a rough area of the quadrant, you know, and they're good neighbors. If you're not easily embarrassed, their cameras and listening devices are everywhere. I haven't had a single problem with Orions or Herodians since they moved in. And it doesn't hurt that I acquired the odd bit of information here and there. I'm a businessman, and information is big business. Wissen Sie etwas darüber, was Sie kürzlich entdeckten? Unfortunately, no. I'll admit, I was trying to find out, but their systems were locked down tight. I'm sure whatever it was had to be big news. Everyone was on edge. Janik and Hakiv were barely speaking, and I once heard Hakiv mumbling something about orders. Someone's been pulling his strings, but I don't know who. I do know that Tal Shiar takes security very seriously. If you manage to pull any files from their system, you can expect them to be heavily encoded. Trust me on that. I speak from experience. Now, if you'll excuse me, I have to go talk 100 Romulans into digging a new mine to replace the one you destroyed. My profit margin for this month is ruined. Behandeln Sie diese Bergarbeiter gut, Matra, sonst komme ich zurück. Und das will er nicht.
Madran scheint nicht viel zu wissen, Captain, oder er ist zumindest nicht bereit, mit seinen Informationen ohne Bezahlung herauszurücken. Ich glaube nicht, dass er uns noch helfen kann. Wir sollten zum Schiff zurückkehren und unser Glück mit der Entschlüsselung der Dateien versuchen, die wir vom Tal Shia erarbeitet haben. Ich wette, dass diese nützlicher sind als alles, was Madran zu sagen hat. Okay. In meinem Bereitschaftsraum, ne? So stand es da. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Und sonst so. Alles klar bei euch? Ich hoffe doch. Bei mir jetzt auch wieder. Guten Tag. Der Captain ist da. So. Tal Shia-Dateien entschlüsseln. 5 Dateien hochgeladen. Kommunikationsdatei. Ja gut, dann fangen wir mal mit Eifer an. Datei Eifer. Nennenswerte Aktivitäten im klingonischen Raum. Präsident Portal. Ja, nee, ist klar. Hier. Relevante Vorgänge in der Vereinigten Föderation der Planeten. Dateistruktur analysieren. Keine unregelmäßigen Dateistrukturen. Querbezug. So Kate geht in den Ruhestand. Nee, das stimmt ja nicht. Ja, wurde entlarvt. Neue Datei wählen. Dringlichkeit. Eine unverständliche Zahlenreihe, Offiziers-ID vorbeikommt, bla. Wird als Bezug genannt. Neue Datei wählen. Wechselwirkung. Wer die Sprache kann, ich vermute, es ist Latein, kann sich das ja gerne schon mal auf Latein durchlesen. Einmal kurz Pause drücken und dann könnt ihr dann noch den Rest lesen. Multivariablen Passkey verschlüsselte mit dem bla Eifer Überfluss Dringlichkeit Referendum. Relevante Vorgänge im Romulanischen Senat einmal analysieren, dann
Softwarebezug. Zack. Geheime Remanische Basis im Dera-System entdeckt. Heuchposten Hephaestus hat gemeldet, dass es im Dera-System zu einem hohen Anstieg der Subcom-Kommunikation und des Schiffsverkehrs gekommen ist. Die Analyse der Kommunikation und des Schiffsverkehrs weist Verschlüsselungsmuster auf, die normalerweise von den Remanern verwendet werden. Der Tal'Shia hat darauf ein Schiff abgefangen, welches das Dera-System verlassen wollte, und 47 remanische Zivilisten gefangen genommen. Die Passagiere und die Crew wurden kurzerhand auf Befehl vom Colonel Hakiv exekutiert. Der Captain und der erste Offizier wurden jedoch verschont, um sich Verhören zu unterziehen. Während eines dieser Verhöre gab der Captain des remanischen Schiffes einen Sicherheitsschlüssel preis, dem die verschlüsselten Kommunikationen entschlüsselt werden konnten, die an das Dera-System gesendet wurden. Die verschlüsselten Nachrichten belegen, dass es in diesem Teil des Weltraums eine Basis gibt, die vom remanischen Widerstand genutzt wird. Empfehlung: sollten umgehend Schiffe des Tal'Shia in das Dera-System geschickt werden, um diese Basis einzunehmen und ihre Bewohner gefangen zu nehmen. Der Tal'Shia plant einen Angriff auf eine remanische Basis. Wir müssen die Informationen dort sofort an Admiral Tenay auf Sternbasis 39 übermitteln. Machen wir doch glatt direkt von hier aus. The Tal'Shia records you recovered show that Hakiv and his forces have been targeting the Remans for months. Obasek and his followers have been driven from their homes, had their ships destroyed, and their loved ones killed or imprisoned. Some might say that Obasek's campaign against the Tal'Shia is just. However, Obasek was planning on using Thalaron weapons in the Fahar system, which would have killed hundreds of innocent civilians as well as a Tal'Shia cell there. This is the problem with revenge. Violence and fury only create more pain and suffering. Das ist wohl wahr. Ja, hier, ich glaube, Schutzschild können wir nicht. Congratulations, Lieutenant Commander. Alright, dann kaufen wir noch schnell eine Fähigkeit. Die da. Tada. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nee. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann quasi weitermachen. Also, dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei und bis dahin.